Mittlerweile ist es ja schon einige Wochen her, dass YouTube die neuen Endcards jetzt auch für alle Kanäle freigeschalten hat. Aber wir haben ja hier noch keinen Blick drauf geworfen. Insofern wechseln wir einmal auf meinen Monitor und schauen uns das Ganze gleich nach dem Intro mal im Detail an. Damit dann hallo und guten Abend YouTube zur YouTube-Lupe Nummer 82 mittlerweile. Und ja, wie gesagt, heute schauen wir uns einmal die Endcards an, wie sie verwendet werden und was so meine Eindrücke sind, positive, negative Seite und so weiter und so fort. Und wenn wir nun für ein Video die Endcards bearbeiten wollen, dann ist es ganz relativ einfach. Im Videomanager gehen wir einfach neben dem Bearbeiten-Button auf Abspannen und Anmerkungen und werden dann direkt zur entsprechenden Seite weitergeleitet. Andernfalls, wenn ihr normal in den Bearbeiten-Bereich eines Videos geht, dann geht ihr hier oben auf den Reiter Abspann und Einmerkung. Relativ simpel das Ganze. Dieses Interface hier ist grundsätzlich relativ ähnlich zu dem, was wir von den Anmerkungen bisher gewohnt sind. Jetzt natürlich ein bisschen mehr aufpoliert für die ganzen Endkarten. Und was ihr hier machen könnt, ihr habt einerseits verschiedene Möglichkeiten, die Ansicht zu verfeinern. Das heißt, ihr könnt ein Raster anzeigen, entfernen, Elemente automatisch ausrichten lassen. Ja, das sind so ein paar Hilfsmittel, die ihr zur Positionierung habt. Ist schon mal deutlich besser als damals bei den Anmerkungen, wo das nie so ganz möglich war. Also ihr habt jetzt immer noch die freie Positionierung, aber gleichzeitig habt ihr auch einiges an hilfreichen Unterstützung. Und ihr seht auch, dass YouTube hier mit dem blauen Rahmen schon einen Bereich vorgegeben hat, der quasi als sicherer Bereich zu betrachten ist. Das heißt, hier oben drüber kann nichts weiter positioniert werden, weil da beispielsweise der Titel des Videos mit angegeben wird. Und auch hier unten kann nichts weiter angegeben werden, weil, wie ihr seht, hier ist dann entsprechend der Player mit zu sehen. Es gibt nun die Möglichkeit, entsprechende Elementanordnung aus einer Vorlage heraus zu importieren sozusagen. Das heißt, ihr habt hier verschiedene mögliche Designs, die YouTube schon mal so angelegt hat, mit unterschiedlichen Anzahlen von Elementen und auch den unterschiedlichen Elementtypen. Also der Runde ist ja immer ein Kanal, auf den verwiesen wird. Die eckigen sind dann Videos oder Playlists. Und der kleine quadratische ist dann beispielsweise eine Website, auf die ihr mit verlinken könnt. Und wenn man sich jetzt hier durchscrollt, dann sind die meisten Elemente, die man hier in den Vorlagen findet, entsprechend 3 Elemente. Insgesamt könnt ihr bis zu 4 Elemente in dieser neuen Ansicht einfügen. Das klingt natürlich erstmal ein bisschen wenig, aber letztendlich sind sie doch auch relativ groß und prominent auf dem Bildschirm. Also sind 4 da schon relativ in Ordnung. Wenn ihr dieselbe Anordnung von Elementen und auch wirklich dieselbe Art von Elementen immer wieder verwenden wollt, dann könnt ihr das auch aus einem hervorgehenden Video importieren. Einfach hier oben draufklicken, dann bekommt ihr hier eine Anzeige aller Videos, die entsprechend schon Endkarten haben. Da klickt ihr dann einfach nur noch drauf, importiert das Ganze und dann wird das entsprechend eingefügt. Und zwar tatsächlich auch mit den Zeitangaben, die in dem anderen Video schon vorgesehen waren. Das heißt, wenn es vorher in den letzten 9 Sekunden war, dann ist es jetzt hier auch in den letzten 9 Sekunden. So, ich habe die jetzt einmal kurz hier wieder rausgelöscht, damit ich auch das Hinzufügen zeigen kann. Ihr bekommt hier dann entsprechend die verschiedenen Arten aufgelistet. Das heißt, ihr könnt ein Video oder Playlist mit einbetten. Ein Button zum Abonnieren für verschiedene Kanäle. Ihr könnt auch noch einen anderen Kanal hier mit vorstellen. Das sind separate Buttons. Und dann gibt es natürlich auch noch entsprechende Möglichkeit, einen Link zu einer genehmigten Webseite hinzuzufügen. Ja, wir nehmen jetzt hier einfach mal den Abonnieren-Button. Damit wird mein Kanal dann entsprechend ausgewählt. Und dann kann ich das Element hier entsprechend verschieben. Ich bekomme ja dann auch die Hilfslinien angezeigt und kann das dementsprechend auch in bestimmten Bereichen einrasten. Und in meiner Anordnung ist das eigentlich immer hier oben in der Ecke. Und wenn ich mit der Anordnung zufrieden bin, dann kann ich natürlich auch noch die Zeit der entsprechenden Elemente anpassen. Das heißt, ich kann den Start nach hinten raus verschieben oder auch entsprechend natürlich wieder mit nach vorne nehmen. Ich kann maximal die letzten 20 Sekunden eines Videoclips für diese Anmerkung verwenden. Gleichzeitig aber auch unter der Bedingung, dass die ersten 20 Sekunden nicht weiter dafür verwendet werden. Deswegen kann ich das jetzt hier nur auf 20 Sekunden vorziehen und habe dann hier effektiv gerade jetzt nur 10 Sekunden, die ich in diesem Video nutzen kann, weil es nur 30 Sekunden lang ist. Eine weitere Bedingung, die YouTube an euch stellt, ist, dass mindestens ein Element ein Video oder eine Playlist sein muss, wie ihr es hier auch schon sehen könnt. Ich glaube, da möchte YouTube ganz einfach, dass die Session eines Nutzers dann insgesamt länger wird. Gut, ist jetzt glaube ich nicht so dramatisch. So, habt ihr dann alles fertig eingerichtet, dann gibt es natürlich auch noch einen Vorschau-Button, den ihr benutzen könnt. Dann wird das Video abgespielt und ihr seht dann quasi live, wie sich das alles verhält. Und ihr könnt auch dann hier die einzelnen Bereiche euch nochmal angucken. Und wenn das dann alles passt, dann klickt ihr einfach noch Speichern und damit seid ihr dann auch fertig hier. Insgesamt habe ich einen relativ positiven Eindruck von diesem Feature. Ja, die Karten sind gut umgesetzt, deutlich besser und angenehmer als die alten Anmerkungen. Sie funktionieren endlich auch auf Mobilgeräten, was schon einen großen Vorteil darstellt. Sie sind teilweise auch lokalisiert, also beispielsweise das Webseite besuchen hier ist von YouTube automatisch hinzugefügt worden und wenn man jetzt YouTube auf Englisch nutzt, dann steht da auch Visit Website. Das ist schon relativ gut, dass hier wirklich das Ganze mit übersetzt wird. Allerdings auch noch nicht so ganz. Es gibt auch noch viele Wörter, die YouTube einfügt, aber noch nicht mit übersetzt. Das ist ein bisschen merkwürdig. Wird aber sicherlich in Zukunft dann auch noch besser werden.
An und für sich sehen auch die Klickraten insgesamt besser aus, aber hier muss ich dann auch nochmal ein bisschen abwarten, weil so extrem berauschend sind sie zumindest für mich noch nicht. Allerdings habe ich auch entsprechend noch nicht sehr viel an Daten, was ich da zugrunde legen kann. Ich habe ja zum Zeitpunkt der Aufnahme erst 3 Videos, die ich mit diesen Anmerkungen versehen habe. Also da ist noch nicht so viel, was dabei rumgekommen ist. Dass ich das noch nicht bei mehr Videos eingesetzt habe, liegt auch an den Limitierungen, die dieses Feature mit sich bringt. Weil ich kann es eben nur auf die letzten 20 Sekunden anwenden. Und wenn mein Outro beispielsweise 30 Sekunden geht, ist das schon wieder ein bisschen unpassend, weil dann habe ich die letzten 20 Sekunden, die ich tatsächlich für die Endcards nutzen kann. Aber in den ersten 10 Sekunden, wo ich vielleicht auf alle möglichen Elemente verweisen wollen würde, habe ich dann wieder gar nichts zur Verfügung. Und auch in anderen Fällen, wo ich beispielsweise mein Outro habe, da entsprechend die Verabschiedung habe, zum Schwarzbildwechsel und dann nochmal Outtakes hinten ranschneide, auch da ist das schon wieder relativ schwierig umzusetzen. Beispielsweise hier in meinem Amazon Echo Review würde ich das Ganze eigentlich ganz gerne nutzen. Aber wir sehen hier, das Outro beginnt bei 7 Minuten 28 und das Video ist 7 Minuten 59 lang. Sind schon mal 31 Sekunden. Also würde ich hier, wie gesagt, schon mal die 11 Sekunden verlieren. Und wenn ich jetzt hier mal auf die letzten 20 Sekunden gehe, dann habe ich tatsächlich von meinem Outro nur noch relativ wenig übrig. So ein paar Sekunden. Und dann wechsle ich eben zu den Outtakes. Und das ist dann einer der Fälle, wo die Endcards eigentlich schon nicht mehr wirklich nutzbar sind. Hier würde ich eigentlich schon gerne irgendwie mehr Freiheit haben in der Platzierung meiner Elemente. Gleichzeitig heißt das auch, dass ich dann nichts irgendwie mal in der Mitte vom Video mit einer solchen Karte hervorheben kann. Da muss ich dann eben auf die Infokarten zurückgreifen, die hier oben in der Ecke sind. Ist vielleicht noch ganz okay, aber manchmal wäre es ja dann doch schön, wenn man irgendwie was Prominenteres im Video tatsächlich mit hätte. Ein weiterer Punkt, der mich so ein bisschen stört, ist, dass man Abspannfunktionen und Anmerkungen nicht gleichzeitig verwenden kann. Weil man hat es ja manchmal, dass man dann vielleicht auch irgendwie über die gesamte Dauer des Videos oder irgendwo am Anfang so eine kleine Textanmerkung mit einfügen möchte. Gerne dann vielleicht auch mit einem Link, so wie ich das hier in diesem Video habe, wo ich auf einen Blogartikel dauerhaft verweisen möchte. Und das geht dann eben nicht, wenn ich die Abspannfunktion aktiviere. Das sehen wir hier auch ganz deutlich, wenn ich hier auf Abspann gehe, dass YouTube mir dann sagt, dass nicht beides gleichzeitig geht. Und ja, mit den entsprechenden Link-Hervorhebungen und Button-Hervorhebungen sieht man auch ganz deutlich, in welche Richtung YouTube hier ganz gerne gehen möchte. Klar ist das verständlich, dass YouTube diesen Weg gehen möchte, denn diese Endcards sind irgendwo besser als Anmerkungen. Und genauso wie die Infokarten oben in der Ecke sind sie auf Mobilgeräten nutzbar, was bei Anmerkungen eben nicht der Fall war. Ein bisschen schade ist es dennoch, dass diese Erweiterung nicht vollständig durchgeführt wurde, denn sowohl auf dem TV als auch über den Google Chromecast sind diese neuen Endcards immer noch nicht mit verfügbar. Ist ein bisschen schade, weil zumindest bei der Chromecast-Variante, da hätte man das doch trotzdem noch mit auf dem Telefon irgendwie mit anbieten können, aber gut. Also, ich bin noch so leicht zwiegespalten, was diese neue Funktion angeht, bin dem Ganzen aber auch relativ offen gegenübergestellt und ja, man wird jetzt sehen, wie sich dann die Klickzahlen dementsprechend entwickeln. Und wo wir gerade beim Thema Klicken sind, ihr könnt hier unten links und rechts noch bei 2 weiteren Videos vorbeischauen oder auch da oben entsprechend meinen Kanal noch mit abonnieren. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.